Moin und hallo. Moin. Wir begrüßen euch heute zu einem nicht so schönen Thema. Wir hatten ein Erlebnis Der besonderen Art. der besonderen Art. Mir fehlen da immer noch die Worte. Krass, dreist und einfach widerwärtig. Ja, und lebensgefährlich. Ja. Das finde ich auch. Ja. Die Geschichte erzählen wir euch jetzt. Das war der Knaller. Das haben wir in unseren zig Jahren des Wohnmobil-Camping und Vanlife noch nie erlebt. Ja. So krass war das und da haben wir uns tierisch Gedanken drüber gemacht. Wir möchten euch heute erzählen, was denn das für ein Erlebnis war. Und dann sind wir total gespannt auf eure Kommentare, eure Erfahrungen und was ihr von der Geschichte haltet. Die Geschichte war wirklich schon für den, der sie ausgelöst hat, ja, ich möchte fast sagen, lebensgefährlich. Ja. Sowas Krasses, mir fehlen immer noch die Worte. Am Pfingstsonntag. Alle auf Achse, alle unterwegs und jeder möchte natürlich den besten Platz mit seinem Wohnmobil ergattern. Da haben wir einen Stellplatz angefahren, hier im Norden an der Elbe. In Cuxhaven war es. Und dieser Stellplatz wird auch mal positiv, mal negativ als die Platte bezeichnet. Da ist es üblich, wenn du in die erste Reihe, ob auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, einen Stellplatz bekommen möchtest, dass du dann vorher schaust und guckst und manche warten auch mit ihren Wohnmobilen, bis vorne ein Platz frei wird. So haben wir es gestern auch gemacht. Da war ja natürlich alles belegt erstmal, aber es war ja auch Pfingstsonntags Abreisezeit. Wir haben uns schön hingestellt und gewartet, dass bei irgendeinem Camper die Rücklichten leuchten und der Platz frei wird. Schlussendlich ist dann ein Camper rückwärts aus seinem Stellplatz rausgefahren. Wir haben vorgezogen, Blinker gesetzt auf die Parklücke, hinweisend, und den Kollegen natürlich rausfahren lassen. Als der dann vorwärts fuhr und die Lücke frei wurde, sind wir ebenfalls vorwärts Richtung Parklücke, Stellplatz gefahren und haben eingeschwenkt. Und wir waren schon auf dem ersten Drittel dieses Stellplatzes drauf. Und da springt uns von rechts ein Mensch mit Tisch und Stuhl in der Hand vor das Auto. Vor das Auto. Ich habe gerade noch eine Vollbremsung gemacht und wenn ich in dem Moment links in den Außenspiegel geguckt hätte, hätte ich nicht mitbekommen, dass der rechts vors Auto springt, hätte ich ihn platt gefahren. Ja. Im Nachhinein denke ich, vielleicht hätte ich es ja machen sollen. Der haut seinen Tisch und Stuhl dahin, grinst uns an und sagt, da hinten, ne, wo ich jetzt rausfahre, den Platz könnt ihr haben. Meine Gefühlswelt, die war in dem Moment so. Wäre ich Vegetarier, dann wäre ich in dem Moment zum Fleischfresser geworden. Mehr möchte ich dazu nicht kommentieren. Also so ein Verhalten haben wir noch nie erlebt. Nein. Also Nora hat mich festgehalten und davon abgehalten, aus dem Auto zu steigen. Ich wollte schon in die Tür zum Baseballschläger greifen. Mache ich natürlich nicht, ist nur ein Scherz. Wir haben gar keinen. Wir haben keinen. Wir waren so perplex. Der wollte auch nichts diskutieren. Der hatte sich völlig im Recht gefühlt, weil er hat ja den Platz, die letzten 3 Meter dieses Platzes schneller besetzt als wir. Hat er auch recht, sonst hätte er ja nicht unterm Auto gelegen und nie mehr davor gestanden, wenn ich nicht gebremst hätte. So. Und unsere Gedanken gingen danach, alles gut, wir sind dann abgehauen, hatten überhaupt keinen Bock mehr auf Cuxhaven. Wir waren also wirklich, ich bin immer noch sprachlos. Wie kann man vor ein Auto springen und sich in so eine Situation bringen? So, und jetzt geht es darum, was wir dann noch ein bisschen oder ziemlich lange diskutiert haben. Ja. Wie verhält man sich? Wie verhält man sich in diesen, ich glaube, für diesen Moment haben wir uns richtig verhalten. Oh Gott, ich bin immer noch total durcheinander, haben uns richtig verhalten, sind abgehauen. Aber was uns auffällt, dass ja diese Art, nicht unbedingt diese Extrembeispiel, immer öfter passiert auf Stellplätzen. Und komisches Verhalten, dieser Kampf um einen ganz, ganz bestimmten Stellplatz, den man haben muss. Vielleicht hat der Mensch auch schon, ich weiß nicht wie viele Stunden, auf ein Plätzchen gewartet und auf eine Möglichkeit. Und
die Häufigkeit nimmt zu. Wenn ich jetzt permanent mich zurückziehe, ich immer sage, ach gut, lass mal, ich möchte mich aus dieser Affäre ziehen, fange ich an zu diskutieren. Was passiert? Was ist das für ein Mensch? Diskutiert man, macht man nicht, pocht man auf sein Recht oder nicht? Der hatte ja null Schuldgefühle, null Schuldbewusstsein. Ja. Die Frage, die wir uns gestellt haben, wir sind dann von Cuxhaven weggefahren, wir kennen hier ein paar Plätze und wir stehen jetzt auch super genial Alles hier, gut. ganz vorne an der Elbe, mit Blick auf die Elbe, mit ganz tollen Campernachbarn. Ja, soll so alles sein. super, alles super. Wahrscheinlich sollte das Ganze so passieren, dass wir hier landen. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie kann das sein? Ich ziehe mich jetzt aus der Situation, also ich spreche über mich, Nora, Ja. ich ziehe mich aus der Situation zurück. Jedes Wort, was ich da abgebe, ist doch eigentlich schon ein Wort zu viel. Der Baseballschläger ist natürlich totaler Kappes. Wer will schon ein Strafverfahren wegen Körperverletzung? Ich hätte das Auto da stehen lassen können, dann wäre der Kollege gar nicht auf den Platz draufgekommen, hätte auch mit seinem Tisch und Stuhl da sitzen bleiben können. Ich hätte Tisch und Stuhl über die Mündung schmeißen können in die Elbe. Was hätte ich denn machen sollen? Ich hätte mit dem eine Diskussion angefangen, der ganze Tag wäre doch im Arsch gewesen. So, auf was soll ich mich da einlassen? Es geht nicht um Recht haben, Recht bekommen und diese ganzen Dinge und Juristerei und schlag mich tot, das weiß ich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Mir versaut einfach den Tag. Ja? Und das Beste ist, wir sind dann weggefahren und dann denke ich irgendwie, habe ich jetzt was falsch gemacht? Bin ich jetzt hier der Schuldige in der Situation? Hat Nora reingebremst und gesagt, hier komm weg, Ja. ab dafür, lass gut sein. Für den Moment ist es ja auch in Ordnung, zu sagen, ich möchte mich aus der Affäre ziehen. Ganz einfach. Aber was ich vorhin schon sagte, die Häufigkeit von komischen Erlebnissen, und es geht ja nicht nur um irgendwelche Hotspots, die man anfährt, wo viel los ist. Wir haben uns dann beim Wegfahren die Frage gestellt, wie reagiert man? Wie soll man reagieren? Möchtest du da diskutieren stundenlang? Möchtest du dich mit dem streiten? Willst du den Baseballschläger nehmen? Dein Gegenüber versteht dich ja sowieso nicht. Der hat ja recht aus seiner Perspektive. Wie macht ihr das? Wie kommt man mit sowas klar? Bei uns war die Stimmung dann so unten, dass wir, wie Nora beschrieben hat, weggefahren sind. Ich mag doch so einen Menschen auch nicht mehr begegnen auf dem Stellplatz. Wir haben schon öfter Streitigkeiten gehabt auf dem Stellplatz und haben immer entschieden, wegzufahren. Ja, Eskalation, brauche ich die im Urlaub? Was uns auch total geärgert hat. Wir haben eigentlich mal als Camper so eine Leitbildfunktion gehabt. Alle Camper da draußen. Uns verbindet das Camping, das Vanlife und wie es heute heißt. Und wir haben uns gegenseitig geholfen, wir waren alle lieb und gut zueinander. Ist das jetzt alles vorbei? Geht das jetzt genauso auf den Stellplätzen ab wie in jedem ordinären Supermarkt vor der Kasse? Schubse und Gedränge und der Erste ist der Sieger? Werden wir jetzt alle zu Fleischfressern, die in der Steinzeit, wie in der Steinzeit mit dem Knüppel rumlaufen? Habe ich keinen Bock drauf. Es gibt einen Kodex und diesen Kodex, den gab es schon vor 50 Jahren. Da hast du akzeptiert, wenn einer einen Stuhl hinstellt, weil er zum Entsorgen fährt, dass du diesen Platz nicht einfach räumst und dich draufstellst. So war das früher. So ist das heute auch noch, ganz oft. Und die meisten da draußen, die meisten von euch kennen diese Regeln und halten sich dran. Aber warum wird diese Ellbogengesellschaft jetzt auch beim Wohnmobil eingeführt? Beim Campen? Ja. Bei dem Hobby, das uns alle gleich verbindet und das uns alle gleicher machen soll. Weil das ein Spirit ist, den wir lieben. Warum kommen jetzt solche komischen Menschen an den Markt, die meinen, diese ganze Szene torpedieren zu müssen, nur um einen eigenen Vorteil zu bekommen? Warum muss ich Ärger anziehen? Warum lege ich es denn drauf an, mich mit anderen Campern zu streiten? Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Und jetzt an euch wieder die Frage. Wie geht ihr mit solchen Situationen um? Einer hat mal zu uns gesagt, ein Camper, dem lasse ich die Luft raus. Ja, bist du dann nicht genauso bescheuert wie die anderen? Genau. Die du eigentlich als negativ ansiehst, deren Verhalten du blöd findest, das dich stört? Ja, und jetzt finden wir den richtigen Weg. Also uns fällt das schwer. Sehr schwer. Ja. Komplett ignorieren und sich ewig davon zurückzuziehen und sagen, ach, lass mal, ach, ist mir egal, finden wir auch nicht gut. Ja. Finden wir, das ist so eine
Geschichte, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und man kann ja auch den Menschen schlecht einschätzen, der da vorläuft. Kann man mit dem reden? Kann man mit dem im Guten reden? Man weiß es nicht. Bertel hätte ja auch stehen bleiben können auf dem Platz und wir wären spazieren gegangen. Hätte der uns jetzt das Wohnmobil klein beschädigt, oder was? Ich habe keine Ahnung. Du hast doch keine Ruhe mehr. Du hast doch keine Ruhe mehr. Und wenn du dann dein Auto 20 Meter weiter weg parkst, weil du sagst, lass doch den Deppen da sein Spielchen spielen. Ja, selbst da hätte ich Bedenken gehabt, dass der Typ irgendwann mal, den Doofen da, den ärgere ich jetzt mal. Ne? Ja. Manchmal schön Beule, tritt gegen, keine Ahnung. Das sind doch für mich Menschen, die nicht mehr zurechnungsfähig sind. In ihrer Handlungsweise. Ja? Denen es egal ist, ob sie andere oder sich selbst gefährden. Ja. Da springt dir einer vor einen 4,5 Tonner und findet das noch cool. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Ja, da war ja noch der andere Aspekt. Stell dir vor, der springt dir davor, du hättest ihn nicht gesehen, du hättest ihn angefahren. Das meine ich ja. Ja, angefahren und würde dann noch behaupten, du machst das, weil es ja um diese Stellplatzgeschichte geht, vorsätzlich. Ja. Das Thema hatten wir auch noch. Da hätte er, also ich frage mich. Da wird dann deine Urlaubszeit zum Strafprozess. Ja. Super. Genau. Habe ich mich mein Leben lang nachgesehen. Also die Situation fand ich nicht schlecht. Ja. Wir haben dann gesagt, das ist die zweitschlimmste Situation, die wir bisher erlebt haben. Da gab es die an der Fähr- und Entsorgung bei dir. Ne, an dieser Fähr- und Entsorgungsstation, wo nur immer eine Funktion geht. Du kannst entweder Wasser entnehmen oder die mit dem Rollo oder du drückst und kannst deine Toilette entsorgen oder eben auch dann Abwasser ablassen mit Schlauch. Wunderbar. Und wir haben, glaube ich, gerade Wasser aufgefüllt. Ne? Und der wollte dir echt eins auf die Gusche hauen. Ja. Der wollte, dass du aufhörst mit dem Wassertanken. Der wollte sein Klo entsorgen. Der wollte, Nora und ich, wir standen nebeneinander an der Säule, wo die Tasten auch sind. Jetzt wollte er rübergreifen und unseren Tank und unsere Betankung per Knopf stoppen. Ja. Da habe ich die Hand hochgenommen, da kam er nur bis hier. Die Folge war, Kollegen, Arsch! Und was er alles rausgeblökt hat. Ne? Dann hat er wutentbrannt sein, weiß ich nicht, Abwasserkanister unter unser Wohnmobil gekippt. Nee, das Klo war es nicht. Ach so. Und hat sich dann so seines Abwassers entledigt. Und ich war aber immer noch Kollegenarsch. Und da wäre es fast wirklich, ne? Das war ganz kurz davor, dass irgendwem von uns beiden in der Situation, also dem Typen oder mir, die Hand ausgerutscht wäre. Und das braucht doch kein Mensch. Nee, das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch, bitte. Oh Mann, nee. Aber da gibt es noch eine süße Geschichte. Die ist uns gestern auch noch eingefallen. Ne? Es gibt ja wirklich, also Stellplatzsituationen, wir kommen ja nun wirklich viel rum. Da haben wir was beobachtet, das war so schräg vor uns. Ne? Der Camperkumpel vor uns, der fuhr zur Fähr- und Entsorgung. Ließ seine Keile liegen, seine Kabeltrommel, die angeschlossen ist. Platz war also erstmal frei, in Anführungsstrichen. Ja, aber da weiß ja jeder Camper, dass der wiederkommt und dass das sein Platz ist. Das ist auch total legitim, darum geht es auch gar nicht. Ne? So, da kommt ein Wohnmobil, die kommen gerade frisch auf den Platz, hatten also noch keinen Stellplatz, waren am Telefonieren. Und was haben die dann gemacht nach diesem Telefonieren? Wir wussten ja nicht, mit wem sie telefonieren. Fahren auf den Platz, fahren auf die Keile, nehmen die Kabeltrommel und stecken den Stecker rein und schließen sich an den Strom an. Wir dachten, ups, sind das Kollegen? Kennen die sich vielleicht? Bekannte. Ja. Nein, aber ich fand das so herrlich. Und dann kam der wieder, der zum Fähr- und Entsorgen war. Und hat sich natürlich aufgeregt. Ne? Wie ist denn das möglich? Also die kannten sich nicht. Nee, der hatte einen hochroten Kopf. Der stand mit seinem Wohnmobil davor und glaubt das nicht. Das gibt's nicht. Nee, und dann stellte sich heraus, das hat er uns später erzählt, die haben den Platzwart angerufen. Und der Platzwart hat ihnen natürlich gesagt, stellt euch dahin, wo ein freier Platz ist. Ja. Und da jetzt Stellplätze angeboten werden mit
Keilen und Stromkabel liegt schon leicht Ja, dabei. das ist natürlich Service, ne? Oh, das war. Ja. Es gibt auch Nur lustige es gab Geschichten. noch eine Krönung bei der Geschichte. Dann Welche? ist Weiß ich natürlich, jetzt gar nicht der mehr. Wohnmobilist ist ja hin und hat mit denen dann das besprochen, dass die da weg sollen, dass es sein Platz ist. Und dann haben die gesagt, ja, in einer halben Stunde, wir gehen jetzt erstmal mit unseren Hunden spazieren. So, ja, stimmt. Stimmt, das war der Hammer. Ah, Leute. Es soll doch einfach nur Spaß machen. Ja. 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 So, In diesem Sinne. schreibt uns eure Meinung Ja. und vor allem, wie hättet ihr euch verhalten oder Ja. wie würdet ihr euch verhalten? Man weiß es nicht. Es ist ja auch immer aus der Stimme. Wir waren eigentlich ziemlich ruhig und gelassen und haben gesagt, mein Gott, ne, wenn es nicht klappt da oben, dann eben unten. Und Ja, wie gesagt, bei mir kam schon der Fleischfresser hoch, ne? ja, Hat mich Nora gebremst, hat gesagt, hat keinen Sinn, bringt nichts. ja, bringt ja. Was macht ihr da? Ja. Was macht ihr in so einer Situation? Wie verhaltet ihr euch? Diskutiert ihr mit dem? Ich meine, wenn man viel Zeit hat, kann man das machen. Ne? Fahrt ihr weg von solchen Plätzen? Gibt der Schlauere nach? All diese Dinge, diese Sprüche und diese Lebensweisheiten, wie geht ihr mit solchen Situationen um? Nora und ich, wir campen jetzt gemeinsam mit Wohnmobilen seit 26 Jahren und haben in der ganzen Zeit keine 5 heftigen negativen Erlebnisse gehabt. In 26 Jahren. Wir merken nur und stellen wirklich fest, dass dieser Camper-Spirit und das Miteinander unter Campern sich abbaut. Ja? Das einvernehmliche Miteinander sich abbaut. Ja. Gebt uns einen Tipp, Ja. schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch viel schlimmere Sachen erlebt als wir. Ne? Da sind wir neugierig, da sind wir gespannt. In diesem Sinne, habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern, geht lieb miteinander um. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss, tschüss. Tschüss.